Hello, guten Morgen. Hier ist Bob Hatton, hier ist der Mutmacher. Wir schreiben das Jahr 51 nach Christus. Es ist leider so, dass Paulus und Barnabas, sie haben einen Streit gehabt, sie sind auseinandergegangen. Jetzt Barnabas hat Johannes Markus mitgenommen und sie sind nach Zypern gegangen. Leider hören wir nichts mehr von Barnabas. Paulus nimmt sich denn ein junger Mann, Silas, der ein Prophet war, haben wir auch von ihm gehört. Und sie gehen dann nach Syrien und dann nach Zilizien. Zilizien ist eine Provinz oder Gegend in dem südöstlichen Teil von der heutigen Türkei. Und zwar da liegt dann Tarsus. Und ich nehme stark an, dass Paulus dann auch wieder nach Tarsus gegangen ist. Also sie sind auf der Reise. Jetzt beginnt die zweite Missionsreise. Nun, wir müssen dann einmal innehalten und feststellen, es hat sich eine ganze Menge ist geschehen. Zuerst haben wir nur vor einigen Kapiteln, also Jahr 33 nach Christus wurde Jesus gekreuzigt und wir wissen, Paulus war dann 10 Jahre in Arabien und so weiter. Die Zeit ist vergangen, aber bis nachdem er nach Antiochien gekommen ist mit Barnabas, wir wissen nur von einer Gemeinde in Jerusalem und diese Gemeinde hat Filiale in Samaria, in Judäa und in Galiläa und ja, ein Hauskreis in Caesarea bei Cornelius. Und das war es ungefähr. Jetzt ist diese Gemeinde gegründet worden in Antiochia. Wir haben Kapitel 9, 10 darüber gelesen, also wir haben in Kapitel 11 gelesen, wie denn Barnabas hingekommen ist und dass sie eine extreme, schnelle Wachstum gehabt haben. Paulus und Barnabas sind dann ausgesandt worden, haben diese erste Missionsreise gemacht. Ob auf Zypern eine Gemeinde entstanden ist, wissen wir nicht genau. Aber dort in der heutigen Türkei, in Kleinasien, sind etliche Gemeinden entstanden. Jetzt hören wir, das sind Gemeinden auch in Syrien. Auch in Kapitel 15 haben wir gelesen von Gemeinden in Phönizien, also heutigen Lebanon. Und auch da um Tarsus herum. Da ist eine ganze Anzahl von Gemeinden sind entstanden. Gott ist hat etwas getan. Und so am Anfang von dieser zweiten Missionsreise, wir lesen sowohl am Ende von Kapitel 15, ab Vers 31, da heißt es, also Paulus, durchzog aber Syrien und Sizilien und stärkte die Gemeinden. Und dann gehen wir ein paar Verse weiter zu Vers 5 in Kapitel 16. Und da heißt es, die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Also es geschieht irgendetwas. Und womit ich denn gestolpert bin, ist, dass der Paulus, der hat die Gemeinden gestärkt. Im 1. Thessaloniker Kapitel 3 schreibt der Paulus davon, dass er Timotheus zu ihnen schicken will, um sie zu festigen und das zu ergänzen, was fehlt in ihrem Glauben. Und ich glaube, das war ein Teil von dem Dienst von Paulus. Er wollte ergänzen, er wollte festigen, er wollte die Leute einfach das geben, was ihnen fehlte. Die Gemeinden wurden gefestigt im Glauben, auch in Kapitel 14, 22, wo die Ältesten eingesetzt haben sie auch die Seelen der Brüder gestärkt, gefestigt. Was bedeutet das aber? Also, ihr Kernbotschaft aus Kapitel 15 war zu verkünden, dass es nur durch die Gnade des Herrn Jesus werden wir gerettet. Und ich glaube, ein Teil von dieser Botschaft war zu reden von der Gnade Gottes, was unheimlich stark ist. Alles hat Jesus errungen. Jesus hat alles getan am Kreuz. Sein Tod am Kreuz reicht vollkommen aus für unsere Errettung, für unsere Heiligung, dass wir in den Himmel kommen, dass wir Kraft haben hier auf Erden. Wir tun eigentlich nichts dazu.
die Lehre, die gute Lehre ist wichtig. Und ich reise eigentlich um die Welt, um versuche, gute Lehre zu bringen in die Gemeinden. Aber was wichtig ist, ist, dass diese Lehre, diese gute Lehre nicht in unserem Kopf bleibt als Information oder Erkenntnis, sondern dass es in unserem Herzen kommt und dass es verändert unser Benehmen. Meine Motivation ist denn ganz anders, wenn diese Lehre nicht nur im Kopf ist, sondern in meinem Herzen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. So Predigten, Bibelarbeiten, Bibelstudien, neue Erkenntnisse, sie müssen mein Benehmen verändern. Mein Lebensstil wird sich ändern. Durch die Gnade, durch die Lehre von der Gnade erkenne ich, dass Jesus hat mir alles gegeben, dass er hat alles errungen. Lass mich noch eine Bibelstelle lesen von Epheser 3, Vers 20. Dort heißt es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in mir wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Diese Gnade Jesu ist so powerful, ist sehr kräftig, sehr stark. Als junger Christ, ich wollte 100%ig für Gott leben. Ich wollte ihm mein Leben geben und ich wollte ihm dienen und ich wollte das tun und das sein, was ihm wohlgefallen hat. Und so habe ich gehört einmal ganz am Anfang, dass wenn man ein Christ ist und wenn man wirklich Gott hingegeben wird, muss man die Bibel lesen. Und zwar muss man die Bibel lesen jedes Jahr, sodass man es einmal durch hat. Jedes Jahr einmal durch. Ich muss zugeben, zunächst, ich habe das nie geschafft. Aber in ein Jahr die Bibel durchlesen, das bedeutet 4 Kapitel am Tag und dann nach 365 Tagen hat man etwa die Bibel gelesen. Und so habe ich es angefangen. Wo fängt man ein Buch an? Am Anfang. 1. Buch Mose, sehr interessant. Die Schöpfung, Geschichte von Noah, die Geschichte von Abraham und seinen Nachkommen. 2. Buch Mose, Moses, Exodus, Auszug aus Ägypten. 3. Buch Mose, oh, das ist ein bisschen schwierig. Das ist über die Opfer, über die Feste, über verschiedene Dinge in Israel, über das Gesetz Gottes für Israel. Und das ist etwas schwierig zu lesen. Und als ich daran kam, bin ich immer langsamer geworden. Ich konnte nicht mehr so ganz viel lesen. Und in meinem Bibelleseplan bin ich hinterher gehängt. Dadurch habe ich gemerkt, ich bin kein hingegebener Christ, wenn ich das nicht schaffe. Aber ich habe es nicht geschafft. Aber zum Glück gab es immer hin und wieder so besondere Gottesdienste, besondere Konferenzen. Man durfte nach vorne gehen, man wird für einen gebetet und man hat das Gefühl, als wenn man kann von vorne wieder anfangen. Und so habe ich auch dann einen neuen Bibelleseplan und fing dann im Neuen Testament an. Und das ging ein bisschen besser. Dann habe ich gehört, wenn man ein hingegebener Christ sein will, dann muss man auch beten. Jeden Tag, mindestens eine Stunde muss man beten. Wie lange habe ich gebetet? Ich habe nachgerechnet. Also 10 Sekunden vor dem Frühstück, 10 Sekunden vor dem vom Mittagessen, 10 Sekunden vor dem Abendessen, einmal am Sonntag im Gottesdienst. Ich kam dann auf einen täglichen Durchschnitt von etwa 35 Sekunden. Also weit gefehlt für diese eine Stunde. Und so habe ich es angefangen. Ich habe eine Liste gemacht. Ich habe Namen drauf, meine Familie, meine Freunde, den Pastor in der Gemeinde, Missionare, die ich inzwischen kennengelernt habe. Und ich habe tiefe Fürbitte für sie gebracht und gebetet und diese lange Liste hoch und runter gebetet, 3 oder 4 Mal und festgestellt, ich habe nur 10 Minuten geschaffen. Das war ganz schön schwierig und gleichzeitig auch noch Bibel lesen, das war dann ein bisschen schon eine schwere Last. Glücklicherweise gab diese besonderen Gottesdienste und ich konnte immer wieder neu anfangen und mein Konto war frei und ich konnte es neu dann anfangen. Super. Dann habe ich gehört, dass wenn man ein hingegebenen Christ sein
möchte, dann muss man jeden Tag mindestens eine Person von seinem Glauben erzählen. Man musste den Glauben mitteilen, anderen Menschen. Und da war ich sehr, sehr schlecht dran. Ich habe das vielleicht zunächst, wenn ich ganz, ganz eifrig war, vielleicht einmal in der Woche. Und dann später, also nicht mal einmal im Monat. Das wird dann ganz schlecht. Keine Bibellese, keine Gebet oder nicht ausreichend. Und ich war auch kein guter Evangelist. Das nächste, was man mir gesagt hat, ja, und ein hingegebener Christ, der gibt 10% seines Einkommens zu Gott. Das gehört sogar Gott. Wenn du das nicht tust, dann bist du ein Räuber. Ich kam nicht aus mit 100% von mein Lohn. Und jetzt sollte ich noch 10% weggeben. Wie soll das klappen? Das ist ganz schön stressig. Bibellesen war ich hinterher, Gebet habe ich es nicht geschafft, das Zeugnis geben, Evangelisation war ich ganz schwach und jetzt sollte ich dann auch noch mein Geld geben. Das packe ich nicht. Und dann noch zum obendrauf habe ich dann gehört, das muss man mindestens einmal in der Woche fasten. Also nichts essen, einen ganzen Tag lang. Das habe ich nicht geschafft. Und ich habe gedacht, ich muss kapitulieren. Ich kann keine hingegebene Christ sein. Die Standard ist viel zu hoch, ist viel zu stressig, ist viel zu viel. Also Gott verlangt viel mehr, als was ich bringen kann. Aber dann habe ich von der Gnade Gottes erfahren, dass Jesus schon alles getan hat. Und wenn ich Bibel lese oder nicht Bibel lese, hat Gott überhaupt nichts davon. Wenn ich denn bete, Gott hat eigentlich nichts davon gehabt. Es geht um mir, um mein Wohl, dass es mir gut geht, dass ich wachse denn als Christ und nicht um ihm irgendwie einen Gefallen zu tun. Als ich das erfahren habe, ist meine ganze Motivation verändert. Ich kann heute Bibel lesen, ich kann heute beten, ich kann auch evangelisieren, ich kann auch Zehnten geben oder noch darüber hinaus. Ich kann auch ab und zu mal fasten. Nicht, weil ich das muss, sondern weil Jesus alles getan hat und ich tue das nicht, um ihm zu gefallen, sondern weil ich ihm gefallen, weil er mich liebt. Das motiviert mich, auch Dinge für ihn zu tun. Das hat mein Leben verändert. Ich wünsche an diesem Tag, dass ihr auch Gottes Gnade erfahren und auch alle anderen Dinge, die ihr gelernt, dass das nicht im Kopf bleibt, sondern dass das auch in dem Herzen fällt. Gottes Segen, einen guten Tag, euer Bob Hatton.